Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Sei dir sehr bewusst, dass durch die Frequenzerhöhung auf der Erde, die durch dich passiert, weil du mehr und mehr von den Dingen erkennst, wie sie wirklich sind, weil du selber aufwachst, Schritt für das, was du eigentlich bist. Diese höhere Frequenz bringt um dich herum und in dir die Dinge hoch, die immer noch nicht in Übereinstimmung sind mit deinem wahren Sein. Wenn dich etwas im Außen triggern kann, funktioniert das nur, wenn du Erfahrungen in deinem System hast, die du noch nährst, nicht entlassen hast. Diese Erfahrungen sind Erfahrungen aus diesem Leben, sind Erfahrungen aus früheren Leben, sind Erfahrungen deiner Vorfahren, sind Erfahrungen deines Kollektivs, in dem du dich bewegst. Was essentiell an dieser Stelle ist, dass wir verstehen, dass wir Rollen auf dieser Erde spielen, aber diese Rollen nicht sind, sondern unsterbliche, ungetrennte Energie, göttliches Bewusstsein, Schöpfer, Erschaffer und in einer Reflexion unseres Bewusstseins leben hier auf der Erde. Diese Kräfte, diese immer mehr steigenden hohen Energien in dir sind es, die sich in den Schumann-Frequenzen widerspiegeln, die sich in den Sonnenstürmen widerspiegeln. Denn die Sonne ist verbunden mit dem, was du wirklich bist, mit deiner unsterblichen Energie. Das ist ein Spieleffekt, was hier passiert, der sich in Schwingungsform immer weiter steigert. Du wachst mehr auf, dein Aufwachen für das, was du wirklich bist, für deine Unsterblichkeit, für deine Kraft und deine Macht, die du hast, durch deine Gedanken, Gefühle und das, was du fokussierst, bringt immer mehr von allem, was dich zurückgehalten hat, was dich klein gehalten hat, was dich in der Lüge gehalten hat, was dich weggehalten hat von deiner Kraft hervor. Und das muss man in der richtigen Form navigieren und navigieren lernen. Denn wenn ich nicht weiß, dass die Dinge, die hochkommen, für mich sind, dass ich aufräume mit all dem, was ich in mir noch fokussiere und habe und auch unterbewusst habe, wo ich noch glaube, nicht gut genug zu sein, nicht wert zu sein und gegen mich selbst gehen zu müssen. Wenn ich das nicht aufräume, dann wird durch die höhere Schwingung genau das extrem verstärkt. Das heißt, wenn ich nicht aufräume mit all den Dingen in mir, die ich nicht haben will, kann ich richtig in Schwierigkeiten kommen, und zwar ordentlich. Und immer mehr genau das manifestieren, wovor ich immer schon Angst hatte, und mir wirklich eine Runterspirale nach unten erschaffen. Aber das Tolle ist, du bist jetzt genau hier vor diesem Video, und zwar bist du nicht umsonst hier gelandet, sondern weil dein Inneres dich hierher geführt hat. Um zu wissen, egal in welchem Zustand du gerade stehst, du kannst jeden Moment wählen und auf eine andere Timeline gehen, die dich in eine andere Zukunft bringt, nämlich die, die du von innen bestimmst und haben willst. Eine positive. Und das erschaffst du, indem du das Alte in dir aufräumst,
gehen lässt, ja, und auf das zugehst, was du wirklich willst. Natürlich solltest du nicht wissen, welche Kraft du hast, weil dann könntest du dieses Spielleben so gar nicht spielen in der Form. Schon gar nicht könntest du irgendwelche Dramen, Schwierigkeiten oder Ängste erfahren. Mach dir klar, wie groß du bist. Probiere es aus. Deine Entscheidung, Altes zu entlassen, durchgängige Entscheidung und der Glaube daran, dass es entlassen ist ausreichend, alles zu entlassen, was dich klein macht. Schau, wenn du Ereignisse in dir hast, wo du immer noch wirklich böse bist, auf jemand anderen oder auf dich, dann hältst du das fest und reproduzierst das. Traumata ist nichts anderes als Menschen, die sich immer und immer wieder in der gleichen Sache suhlen müssen, weil sie nicht entscheiden können, es loszulassen. In dem Moment, wo ich es loslasse, ist es auch schon weg. Gibt's das nicht mehr und ich muss das nicht mehr wieder und wieder und wieder und wieder reproduzieren. Es gibt niemanden, der größer oder kleiner ist. Egal wie viele Traumata du erfahren hast, du hast sie mit einem Rollenavatar erfahren, egal in welchem Leben. Und niemals bist du aber dieser Rollenavatar. Oder willst du mir erzählen, wenn du ein Computerspiel spielst, wo du sozusagen eine Rolle erschaffst und dich mit der identifizierst und in diesem Computerspiel genau alles erfährst, was du da erfährst, das wärst du. Nein, das kannst du mir ja genauso wenig erzählen. Und so ist das hier mit dem Leben auch nicht anders. Dadurch, dass wir uns so dermaßen mit dieser Rolle identifizieren, die wir hier spielen, und mit den Dramen, die wir damit erleben, halten wir dieses Grid, diese Matrix, dieses Spiel erst richtig in Händen. Wenn wir loslassen, die Anhaftungen loslassen, probier das mal aus. Das, was du loslässt, verschwindet. Wenn du also sozusagen klar wirst, dass du deine Vergangenheit, deine Erfahrungen loslassen kannst, entscheidest, dass du sie loslässt, entscheidest, dass du sie verzeihst und arrivederci, die habe ich gemacht. Ja, fertig. Entlässt. Gehen sie aus deinem System. Sie verschwinden aus deinem System. Das ist das Essentielle, worauf es ankommt, was du dir bewusst machen musst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Befreiung da stattfindet, wenn wir anfangen, das loszulassen, was uns durch Erfahrungen geprägt hat und erzählt hat, so und so und so und so und so wären wir und die Situation mit anderen Menschen. Den Platz, den du da freischaffst, ist der für dein wirkliches Wesen, für deine Träume, für deine Wünsche, für deine Ziele, für deine Freude, für deine Leichtigkeit, für dein wahres Sein. Stell dir vor, es ist dein Film. Du bist für alles in diesem Film zuständig. Du bist der Regisseur von allem. Es sind alles Anteile von dir, diese anderen Rollen, von anderen Menschen, Tieren, allem. Stell dir vor, das, was du siehst, hast du mal so entschieden, dass es für dich richtig ist oder dass es richtig ist. Warum auch immer, aufgrund deines Bewusstseins. Stell dir vor, du bist wirklich absolut restlos frei, alles zu verändern. Wie sieht dein Lebensfilm aus,
mit dem Bewusstsein der restlosen Freiheit von innen alles so gestalten zu können, wie du es wirklich haben willst. Kannst du was anderes gestalten als das, was du siehst? Ist das überhaupt aktiviert? Und wenn es nicht aktiviert ist, nehme dir die Zeit und fang das an zu aktivieren und geh da hinein, was du wirklich haben willst. Das ist das Wesentlichste, was du überhaupt tun kannst, weil das shiftet deine Realität. Wie viele Menschen müssen umkommen in deinem Film, bis du aufwachst? Wie viele Kriege müssen passieren, bis du sagst, stopp, reicht mir, jetzt fange ich an, von innen neu zu erschaffen? Wie viele Firmen und Menschen müssen pleite gehen und musst du selber am Hungertuch nagen, bis du sagst, stopp, ich nehme jetzt meine Kraft in die Hand? Wie viele Dramen müssen in deinem Leben passieren, bis du sagst, jetzt reicht's? Jetzt probiere ich das mal aus, dass ich selber das von innen erschaffe und erschaffe mal was Neues und sehe, wow, oh ja, mein Gott, das passiert ja, was ich haben will. Oh, was? Es ist alles veränderbar? Ja, wieso bin ich denn nicht früher draufgekommen? Es passiert nichts von außen. Gar nichts. Es kommen keine Extraterrestrials, keine Außerirdischen, die dich retten. Es kommen keine Regierungen auf den Markt, die dich retten. Es kommen keine anderen Menschen auf den Markt, die dich retten. Keine Engel, niemand. Der Einzige, der dich retten kann, bist du selbst. Es ist das aus dem Opfertum in das Schöpfertum in dir treten. Aus den katastrophalen Ereignissen, die ich selber erschaffe. Und noch wieder, weil ich Angst habe, mache ich noch mehr und noch mehr und noch mehr von diesen katastrophalen Angst. Stopp! Ende! Schnitt! Filmende! Wir machen einen neuen Abschnitt. Und dann frag dich mal selber, was ist es? Wie willst du die Welt sehen? Wie willst du dein Leben sehen? Wie fühlt sich denn das überhaupt an, in Fülle zu leben? Wie fühlt sich denn das an, dass die Menschen dich lieben, um dich herum liebevoll für dich da sind? Wie fühlt sich denn das an, wenn du am schönsten Ort der Welt lebst? Wie fühlt sich denn das an, wenn du alles haben kannst, von dem du nur träumen kannst? Was ist das denn, was du am liebsten haben möchtest? Da du alleine Regisseur deines gesamten Filmes bist du auch alleine dafür verantwortlich, das zu erschaffen in deinem Film und zu regieren da drinnen, wie es dir wirklich gefällt, wenn du Veränderung sehen möchtest. Schau dir an, aus der Perspektive, wenn dir klar bewusst ist, dass dein Inneres, dein Bewusstsein, deine Bilder, die Sachen, die du in dir hast, dasjenige erschafft, zeitverschoben, was du im Außen siehst. Stell dir mal vor, welche Katastrophe passiert, wenn du sagst, oh, was sagen denn diese Medien, oh, was sagen denn die und der 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 und der. Ist es nicht klar, dass du das reproduzierst, mit dem du dich beschäftigst? Und jetzt ist es ja so, zum Beispiel AI funktioniert ja nicht anders, Artificial Intelligence, funktioniert ja nicht anders, es gibt dir auch, es hat die inneren Gesetze, es gibt dir das wieder und noch mehr von dem, wo du deinen Fokus hinlegst. Das heißt, wenn du jetzt von verschiedenen Menschen, sag ich mal, ihre Gesichtspunkte für YouTube anschaust, dann wirst du sehen, jeder hat was ganz anderes, was er gezeigt bekommt. Entsprechend
den Dingen, worauf man sich fokussiert. Wenn ich mich auf die ganzen negativen Sachen fokussiere, wuff, da ist alles voll. Das ist ja bei Facebook nicht anders, bei Instagram nicht anders, TikTok und wie sie alle heißen. Die arbeiten ja alle damit. Du kriegst also immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr von dem, was du fokussierst. Und wenn du in einer beschissenen Welt wohnst, die nur so von Dramen vibriert in Bezug auf die Zukunft und das, was dich erwartet, dann ist jetzt in dieser Sekunde der Punkt. Schnitt. Filmende. Danke. Das war's. Ich spiele nicht mehr mit. Der entscheidende Punkt, der dein gesamtes Leben ändern kann. Es ist an dir. Die Vollkommenheit, die Größe, das Wissen, die Freiheit, das Erschaffen können von allem, was du nur haben willst, ist als Frequenz das, was du wirklich bist, ist in dir anwesend. Ist einfach nur verschüttet von einem Bewusstsein, was du bis jetzt hierher gedacht hast. Das Einzige, was es erfordert, das freizulegen, was du wirklich bist, was du wirklich willst, was du wirklich liebst. Denn das, was du am meisten liebst, ist das, was dir am nächsten ist, was du wirklich bist. Du musst den Schritt machen. Und natürlich ist es so, ganz ehrlich gestanden, wie in der Natur, wenn ich jetzt Samen sehe für Salat, beispielsweise, mache ich gerade, ja, natürlich kann ich nicht den nächsten Tag, also wenn ich meine inneren Samen lege, mit dem, was ich wirklich haben will, in meinem Lebensgarten, ja, wenn ich die sehe, die Samen, natürlich kann ich nicht am nächsten Tag gehen und wieder reinbuddeln und schauen, da wächst nichts. Und dann nach 3 Tagen, da ist immer noch nichts gewachsen, ich glaub's nicht. Und dann tust du es alles zernichten, ja. Dann kann das nicht wachsen, der Salat. Der Salat wächst, indem du ihn einpflanzt und ihm vertraust, dass er nach seinen Gesetzen wächst. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Same tot ist. Das kann natürlich mal passieren. Ja, aber da gibt es dann weitere Samen, die du setzen kannst und die werden dann schon leben. Und so ist das mit dem Inneren auch, was du wirklich haben willst. Setze die Samen in deinen Lebensgarten. Ich habe eine Freundin in Israel, die sich mit alten Schriften befasst und aus diesen, die übersetzen kann, die sehr, sehr alten Schriften. Und das Interessante, sie hat mal vor Jahren, hat sie mir mal ein Gedicht gegeben, was am Toten Meer ausgegraben wurde, was uralt ist, tausende von Jahren alt, wo es um den Lebensgarten geht. Und das ist immer noch eine Weisheit von heutzutage. Ja, ich habe einen Lebensgarten und dieser Garten, wenn ich den nicht bewusst pflege, dann wächst er zu mit dem Unkraut von Zweifeln, von negativen Gedanken, von allem, was ich nicht haben möchte. Und wenn ich Bewusstsein bekomme davon, dass das mein Lebensgarten ist, den ich so gestalten kann, wie ich selber will, ja, das ist eine alte Schrift, dann reiße ich das Unkraut von Zweifel, von nicht gut genug sein, von nicht können und so weiter, reiße ich aus meinem Garten heraus. Lissi! Diese Hunde immer. Ja. Das reiße ich alles heraus und setze es neu. Setze die Samen so, wie ich sie wirklich haben will. Das ist es, worauf es ankommt. Du hörst, das ist so wesentlich.
Setze deine Samen, wie es wirklich notwendig ist. Deswegen kommt lauter Boykott hier noch, dass du das ja nicht hörst. Wurscht, was die Hunde sagen, du hast mich gehört. Es ist an dir, deinen Lebensgarten so zu pflanzen und zu warten und zu wissen und zu begleiten mit dem Vertrauen, dass alles wächst, so wie du es wirklich haben willst, wo du die richtigen Samen gesetzt hast. Du hast mich verstanden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.